Willkommen zurück bei Enjoy German Practice. Ich bin Emma und ich freue mich so sehr, dass ihr heute wieder bei uns seid. Hallo zusammen, ich bin Daniel. Es tut gut, wieder mit einer Tasse Tee hier zu sitzen und einfach zu reden. Genau. Und heute, Daniel, sprechen wir über etwas, wovon viele Menschen heimlich träumen. Eine gesunde Routine aufzubauen. Oh, das klingt nach etwas, das ich schon so oft versucht habe und gescheitert bin. Du bist nicht allein. Wir alle wünschen uns Routinen, die uns ruhig, stark und fokussiert machen. Aber die Wahrheit ist, es beginnt nicht mit großen, dramatischen Veränderungen. Es beginnt im Kleinen, besonders am Morgen. Ja, der Morgen. Stell dir deinen Morgen wie den ersten Ton eines Liedes vor. Wenn er mit Lärm und Stress beginnt, fühlt sich das ganze Lied schwer an. Aber wenn er sanft und ruhig beginnt, kann der Rest des Tages frei fließen. Das stimmt. Ehrlich gesagt, meine Morgen sind meistens chaotisch. Ich wache spät auf, schaue aufs Handy, hetze herum und fühle mich sofort im Rückstand. Das geht vielen so. Aber was wäre, wenn der Morgen nicht hetzen bedeuten würde? Was wäre, wenn er eine sanfte Einladung wäre? Ein Moment zum Atmen, Dehnen oder einfach kurz bei sich selbst zu sein, bevor der Tag wirklich beginnt. Das klingt friedlich. Aber Daniel, wie macht man das im echten Leben? Manchmal habe ich nur 15 Minuten, bevor ich los muss. Eine wunderbare Frage. Es geht nicht um die Länge der Zeit. Schon eine kleine Handlung kann den Ton verändern. Zum Beispiel öffne ich das Fenster, lasse frische Luft hinein und nehme 3 langsame Atemzüge. Das ist alles. Und doch verändert es, wie ich mich fühle. 3 Atemzüge? Das klingt machbar. Ich kann nicht sagen, dass ich keine Zeit zum Atmen habe. Genau. Es geht nicht um Perfektion, sondern um Intention. Du musst nicht den ganzen Tag kontrollieren. Du musst nur sanft beginnen. Also ist der Morgen wie eine Tür in den Tag. Und wie ich hindurchgehe, bestimmt die Stimmung, die ich mitnehme. Ja. Und dort beginnt eine gesunde Routine. Nicht mit strengen Regeln, sondern mit einer einzigen freundlichen Entscheidung am Morgen. Das gefällt mir. Es fühlt sich leichter an. Weniger wie Druck, mehr wie ein Geschenk an mich selbst. Wunderschön gesagt, Emma. Ein Geschenk an dich selbst. Ich glaube, morgen probiere ich deine Idee aus. Das Fenster öffnen, atmen und langsam starten. Genau so. Und aus diesem sanften Anfang werden wir Schritt für Schritt weitergehen. Also Emma, letztes Mal haben wir über den Morgen als sanften Anfang gesprochen. Aber ich glaube, es gibt noch ein großes Geheimnis bei Routinen. Sie müssen nicht groß sein. Was meinst du? Ich dachte immer, Routinen müssten streng sein. Um 5 Uhr aufstehen, 5 Kilometer laufen und grüne Smoothies trinken. Ah ja, die perfekte Routine aus den sozialen Medien. Aber in Wirklichkeit entsteht echte Veränderung durch kleine, beständige Schritte. Oh, zum Glück. Ich kann nicht einmal 1 Kilometer ohne Pause laufen. Und das ist völlig in Ordnung. Denk an Routinen wie an Samen. Du musst nicht heute schon den ganzen Baum wachsen lassen. Du pflanzt nur einen Samen, gießt ihn und mit der Zeit wird er stark. Also statt zu sagen, ich lese jeden Morgen 1 Stunde, kann ich sagen, ich lese 5 Minuten. Genau, 5 Minuten reichen, um deinem Gehirn zu zeigen, das gehört jetzt zu meinem Leben. Und wenn es natürlich wird, kannst du es langsam wachsen lassen. Das ergibt Sinn. Aber manchmal fühle ich mich schuldig, weil 5 Minuten so klein wirken. Fast nutzlos. Dieses Gefühl haben viele Menschen. Aber kleine Schritte sind kraftvoll, weil sie möglich sind. Einen Berg besteigt man Schritt für Schritt, nicht mit einem riesigen Sprung. Also bedeutet klein nicht schwach. Es bedeutet stetig. Ja. Stetig ist stärker als schnell. Zum Beispiel dachte ich früher, ich müsste 20 Minuten meditieren. Aber ich habe es oft ausgelassen. Dann sagte ich mir, nur 3 Minuten. Und weißt du, was passiert ist? Was denn? Die 3 Minuten wurden natürlich. Und manchmal wurden es 10 oder 15. Aber selbst wenn nicht, ich hatte meinen kleinen Anker. Und der
gab mir Ruhe. Ich mag dieses Wort. Anker. Etwas Kleines, das mich stabil hält. Genau. Und denk auch an das Sprachenlernen. Du musst nicht jeden Tag 3 Stunden lernen. Schon 10 Minuten zuhören, so wie hier mit uns, können über Monate und Jahre eine große Veränderung bringen. Ja, das stimmt. Letztes Jahr habe ich jeden Morgen im Bus nur einen einzigen Englisch-Podcast gehört. Es fühlte sich klein an, aber nach 6 Monaten war das Zuhören so viel leichter für mich. Das ist die Magie kleiner Schritte. Heute wirken sie unsichtbar, aber morgen werden sie Teil von dir. Ich glaube, ich verstehe jetzt. Eine Routine aufzubauen bedeutet nicht, mich mit Regeln zu kontrollieren. Es bedeutet, geduldig zu sein und kleine Gewohnheiten wachsen zu lassen. Wunderschön gesagt, Emma. Für mich wäre es vielleicht, jeden Abend vor dem Schlafengehen nur einen Satz auf Deutsch zu schreiben. Das ist wunderbar. Und denk daran, ein Satz jeden Tag ist stärker als 10 Seiten einmal im Monat. Oh, erwischt. Ich warte immer bis Sonntag, um viel zu schreiben. Und dann bin ich zu müde und lasse es aus. Siehst du? Kleine Schritte, große Veränderung. Das ist das Herz einer gesunden Routine. Daniel, wenn Menschen über Routinen sprechen, konzentrieren sie sich oft nur darauf, mehr zu tun. Härter zu arbeiten, früher aufzustehen, mehr zu trainieren. Das stimmt. Und manchmal fühle ich mich schuldig, wenn ich mich ausruhe. Als müsste ich immer produktiv sein. Oh, dieses Gefühl haben so viele. Aber Ruhe ist keine Faulheit. Ruhe ist Energie. Stell dir ein Auto vor. Wenn du fährst, ohne jemals aufzutanken, was passiert? Das Auto bleibt mitten auf der Straße stehen. Genau. Und im Leben sind wir genauso. Ohne Ruhe geht uns die Energie aus. Und dann fühlen sich selbst kleine Aufgaben schwer an. Ja, das kenne ich. Letzten Monat habe ich jeden Abend bis spät gelernt. Am Anfang war ich stolz, aber nach einer Woche konnte ich mich kaum konzentrieren. Sogar einfache Grammatik war plötzlich schwer. Ein perfektes Beispiel. Dein Körper und dein Kopf wollten Erholung, nicht mehr Anstrengung. Aber Emma, wie weiß man, wann es Zeit ist zu ruhen und wann man sich ein bisschen pushen sollte? Eine sehr gute Frage. Ich denke an Balance. Wenn ich 1 Stunde intensiv arbeite, nehme ich mir 10 Minuten zum Strecken oder Wasser trinken. Und wenn ich die ganze Woche gelernt habe, gönne ich mir am Sonntag etwas Schönes. Einen Spaziergang in der Natur oder Lesen nur zum Spaß. Das klingt freundlich, fast wie Respekt gegenüber sich selbst. Ja, eine Routine soll dich nicht bestrafen, sie soll dich unterstützen. Und Unterstützung bedeutet sowohl Aktivität als auch Erholung. Also geht es nicht nur um Arbeit, 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 sondern um Rhythmus, wie Musik. Es gibt Töne, aber auch Pausen. Genau, sehr schön gesagt. Die Pausen, die stillen Momente machen die Musik vollständig. Aber manchmal, wenn ich mich ausruhe, fühle ich mich schuldig. Wie eine kleine Stimme, die sagt, du solltest etwas Nützliches tun. Diese Stimme kenne ich. Viele hören sie. Wenn sie kommt, erinnere ich mich sanft, Ruhe ist nützlich. Das ist stark. Ruhe ist nützlich. So habe ich nie darüber nachgedacht. Denk an Sportler. Sie trainieren nicht jede Stunde. Sie trainieren und dann ruhen sie sich aus, damit ihre Muskeln stärker werden. Stimmt. Vielleicht sollte ich mich selbst wie einen Athleten des Lebens behandeln. Arbeiten, ausruhen, wachsen. Ich liebe dieses Bild. Ich fühle mich jetzt schon leichter. Ich glaube, Balance ist nicht nur möglich, sie ist notwendig. Ja. Wenn wir sowohl Arbeit als auch Ruhe ehren, werden unsere Routinen lebendig. Sie tragen uns, statt uns zu belasten. Daniel, ich glaube, viele Menschen haben Schwierigkeiten mit Routinen, weil sie versuchen, die Routine von jemand anderem zu kopieren. Oh ja, ich habe diese Videos gesehen. Meine perfekte 5 Uhr morgens Routine. Ich habe es einmal ausprobiert und ich war ein Zombie. Genau. Was für die eine Person funktioniert, muss für eine andere nicht funktionieren. Eine gesunde Routine muss zu deinem Leben, deiner Persönlichkeit,
deiner Kultur und sogar zu deinem Energielevel passen. Also geht es nicht darum, eine universelle Regel zu befolgen? Überhaupt nicht. Denk an Kleidung. Du würdest keine Schuhe tragen, die 2 Nummern zu klein sind, nur weil sie bei jemand anderen gut aussehen. Genauso sollte deine Routine bequem sein, nicht schmerzhaft. Das macht Sinn. Ich bin eher eine Nachteule. Abends fühle ich mich lebendig, aber morgens ist es schwer. Heißt das, ich kann keine gute Routine haben? Natürlich kannst du. Es bedeutet nur, dass deine Routine dich respektieren sollte. Vielleicht ist deine ruhige Stunde am Abend, nicht am Morgen. Vielleicht hast du nach dem Abendessen die meiste Energie. Dann ist das die beste Zeit zum Lernen oder Trainieren. Wow, das fühlt sich befreiend an. Ich dachte immer, ich müsste im Morgengrauen aufstehen, um erfolgreich zu sein. Erfolg kommt nicht vom Kopieren. Erfolg kommt von Harmonie. Davon, im Einklang mit dir selbst zu leben. Aber was ist, wenn das Leben chaotisch ist? Arbeit, Familie, Schule. Manchmal ist es unmöglich, jeden Tag dieselbe Routine zu halten. Ein wunderbarer Punkt. Das Leben verändert sich ständig. Unsere Routinen müssen flexibel sein, wie Wasser. Also können Routinen wie Jahreszeiten wechseln? Genau. Wie wir im Sommer und im Winter unterschiedliche Kleidung tragen, können sich auch unsere Routinen anpassen. Wichtig ist nicht Perfektion, sondern Verbindung zu dem, was dich in diesem Moment wirklich unterstützt. Ich mag das. Es fühlt sich an wie sich selbst erlauben, ein Mensch zu sein. Ganz genau. Und wenn wir an unsere Zuhörer denken, jeder hat ein anderes Leben. Jemand arbeitet nachts, jemand lernt morgens, jemand kümmert sich tagsüber um die Familie. Jede Routine sollte einzigartig sein, wie das Leben dahinter. Aber woher weiß man, ob eine Routine wirklich zu einem passt? Ich glaube, man spürt es. Macht sie dich lebendiger, ruhiger, mehr du selbst? Oder fühlt sie sich schwer an, wie eine Tasche, die eigentlich jemand anderen gehört? Das kenne ich. Als ich eine perfekte Routine kopiert habe, war ich gestresst, wenn ich etwas ausgelassen habe. Aber als ich nur eine kleine Abendgewohnheit gewählt habe, 5 Minuten Tagebuch, fühlte es sich natürlich an. Genau. Das ist der Unterschied zwischen Zwang und Fluss. Eine gesunde Routine fließt mit deinem Leben, nicht dagegen. Also ist die richtige Frage nicht, was muss ich tun, um erfolgreich auszusehen? Wunderschön gesagt, Daniel. Ich glaube, ich habe viele Jahre die Schuhe anderer Leute getragen. Zeit, mein eigenes Paar zu finden. Emma, wir haben über Morgenroutinen, kleine Schritte, Balance und individuelle Routinen gesprochen. Aber ich glaube, es fehlt noch ein letztes Puzzleteil. Konsistenz. Ah ja, das ist für viele das Schwierigste. Man fängt voller Energie an und nach einer Woche hört man wieder auf. Das kenne ich. Und oft liegt es nicht daran, dass uns der Wille fehlt, es liegt daran, wie wir mit uns selbst sprechen, wenn wir einen Fehler machen. Was meinst du? Stell dir vor, du verpasst einen Tag deiner Routine. Ehrlich gesagt, den zweiten Satz. Ich bin manchmal sehr hart zu mir. Ja, diese innere Stimme kenne ich auch. Also kann ich 10-mal fallen und trotzdem konsequent sein? Genau. Konsistenz ist nicht Perfektion. Sie ist wie Wellen, die immer wieder zum Ufer zurückkehren. Das fühlt sich so viel leichter an. Ich dachte früher, ein einziger kaputter Tag zerstört alles. Nein, ein kaputter Tag ist nur ein Teil des Tanzes. Das Bild gefällt mir. Das Leben als Tanz. Und wenn ich freundlich mit mir tanze, fühlt sich die Routine nachhaltiger an. Und wenn die Motivation völlig verschwindet, Ja, das passiert manchmal. Was dann? dann kehre ich zu meinem Warum zurück. Wie ein Feuer, das ausgeht. Und man zündet es wieder an. Ein Funke reicht. Genau, ein kleiner Funke, eine Minute, ein Atemzug. Genug, um zurückzukehren. Also hält Freundlichkeit die Konsistenz zusammen. Ja, Freundlichkeit ist der Kleber. Ohne sie zerfällt alles. Ich glaube, das habe ich all die Jahre vermisst. Und vielleicht können unsere Zuhörer fragen, Das ist kraftvoll.
und tröstlich. Ja, denn wenn du mit Freundlichkeit gehst, wird jeder kleine Schritt Teil eines gesunden Lebens. Lass uns tief durchatmen. Ich kann richtig aufatmen. Meine Routine muss nicht perfekt sein. Sie muss einfach zu mir gehören und sanft sein. Und vielleicht könnt ihr heute Abend oder morgen früh eine winzige, freundliche Geste für euch selbst ausprobieren. Danke, Emma. Passt gut auf euch auf und bis zum nächsten Mal. Tschüss zusammen.